Einen wunderschönen guten Tag und recht herzlich willkommen zur heutigen Infobreak Kapitalmarkt Update von Raiffeisen Capital Management. Ja, meine sehr verehrten Zuseher und Zuseherinnen, die angekündigte Zollpolitik Donald Trumps ist an den Börsen und somit auch in all unseren Mediakanälen angekommen. Nahezu jeden Tag Kapitalmarkt-News rund um das aktuelle Zollthema beweisen, wie wichtig es ist, Sie in diesen aufregenden und turbulenten Zeiten nicht alleine zu lassen, sondern mit ausreichender Information zu versorgen. Nach den Kursexzessen am Freitag ging es auch zu Wochenbeginn äußerst volatil zur Sache. Nachdem eine falsche Schlagzeile über eine angebliche 90-tägige Zollpause kurz für einen kräftigen Kursanstieg sorgte, doch diese nur kurz aufflammende Erholung kehrte sich rasch um, als das Weiße Haus dies schnell dementierte und die Drohungen gegenüber China mit der Ankündigung nochmals extra 50% Zoll auf alles neuerlich eskalieren ließ. Mit deeskalierenden Angeboten versucht man seitens der Europäischen Union den amerikanischen Zollhammer zu entkommen. Hier wurde in einer ersten Reaktion mal die Bereitschaft signalisiert, über ein Handelsabkommen mit der USA zu diskutieren und eine Null-Zoll-Runde auf Industriegüter anzubieten. Nun, wie es den Anschein hat, meint es Ursula von der Leyen ernst, denn sollte dieses Angebot nicht angenommen werden, gibt es ab 15. April ebenfalls Vergeltungszölle, diesmal halt für Warenexporte aus den Vereinigten Staaten. Ein handfester Beweis also dafür, dass eben nicht alles so einfach funktioniert, wie Donald Trump sich das möglicherweise vorstellt, denn mit einer drastischen Anhebung der Zölle kreiert man künstlich einen exogenen Schock auf die Gefüge des Welthandels und damit auch der Weltwirtschaft. Und die Vereinigten Staaten von Amerika sind eben Teil dieser Weltwirtschaft, egal unter welcher Führung. Und solange die US-Bürger mehr konsumieren, als sie selbst produzieren, ist es auch schwer, sich davon vollkommen zu isolieren und abzugrenzen. Für die amerikanische Notenbank bedeutet dieser Zustand ebenfalls einen Tanz auf dem heißen Vulkan. Einerseits gibt es natürlich aufgrund des historisch relativ hohen Zinsniveaus von 4,25% die Möglichkeit, bei einer womöglich auftauchenden Rezession mittels Zinssenkung ordentlich an der Zinsschraube nach unten zu drehen. Andererseits lässt sich aber eine steigende Inflation aufgrund der aktuellen Zollvereinbarungen wohl nicht vermeiden. Ein Spagat der Extraklasse also, der da zu bewältigen ist. Was bedeutet dies nun für einzelne Assetklassen und vor allem für unsere Fonds? Nun, es wird Sie wohl nicht überraschen, wenn ich Ihnen mitteile, dass alle Assetklassen innerhalb unserer Fondspalette in unterschiedlichem Ausmaß von diesen Ankündigungen und Marktbewegungen betroffen sind. In einigen Fondsprodukten, beispielsweise bei Schwellenländeraktien, hat man sich angesichts von Trumps Fokus auf China bereits seit längerem recht robust gegen Zollrisiken positioniert. Das bedeutet aber selbstverständlich nicht, dass diese Fonds immun gegen Wertverluste sind. In anderen Aktienfonds werden einige Positionen stärker und andere weniger oder gar nicht von den Zöllen betroffen sein. Hier zeigt sich einmal mehr der Vorteil einer guten Risikostreuung. In etlichen Mischfonds haben wir im März einige der riskanteren Portfoliopositionen reduziert, was ihnen in den vergangenen Tagen auch zugute kam. Die meisten Anleihefonds und gemischten Fonds der Raiffeisen KG haben vom generellen Rendite-Rückgang bei Staatsanleihen und bei ihren Positionierungen auf weiter sinkende Anleiherenditen profitiert. Bei Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen und Schwellenländeranleihen in Hardwährungen weiteten sich die Risikoaufschläge spürbar aus, was erst einmal negativ für die Wertentwicklung ist. Dies wurde aber ganz oder teilweise ausgeglichen durch die entsprechenden allgemeinen Rendite-Rückgänge bei den Staatsanleihen.
Unser Fondsmanagement sieht aktuell keinen Anlass, mit starken Umschichtungen zu reagieren. Schon gar nicht, wenn sich die Nachrichtenlage jederzeit auch wieder massiv ändern kann. Punktuell kann und wird es aber Anpassungen geben, um bei erhöhten Risiken gegenzusteuern oder auch die Chancen zu nutzen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen kühlen Kopf und eine ruhige Hand, um diese herausfordernde Zeit auch an den Kapitalmärkten gut zu überstehen. Euer Christian Leinweber aus Wien.